Ahoi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nein, ich bin noch nicht in Lanzarote. Der Trip ist jetzt erstmal um einen Monat verschoben, da ich hier in Granadilla, ja, ist ja gut, noch einen Hof im weitesten Sinne gefunden habe, auf dem ich untergekommen bin für 3 Wochen oder jetzt die letzten 3 Wochen. Was ich hier genau gemacht habe, erzähle ich euch gerne, aber erstmal kriegen die Hühner noch was zu trinken. Und hier bin ich jetzt eben seit knapp 3 Wochen in Granadilla. Liegt nördlich von Medano. Kann man jetzt nicht sehen wegen der Kalima. Und ja, helfe mit 6 weiteren Workawayern so ein bisschen beim Airbnb. Sprich, Zimmer machen. Eine kleine Baustelle haben wir und eben die Tiere. 2 Hornschildkröten, 6 Hühner, 4 Katzen. Hat schon ein bisschen was zu tun. Und ja, vor ein paar Wochen waren wir bei einem kleinen Flamenco-Konzert. Absolut spitze, völlig verrückt während Corona, ich weiß. Aber hier auf Teneriffa ist es tatsächlich ein wenig entspannter als auf dem Kontinent, sage ich mal. Vor, ich glaube, einem Monat konnte ich sogar ins Theater gehen in La Laguna. Unglaublich, absoluter Wahnsinn. Auch ein eigenartiges Gefühl, dass es eigenartig ist, ins Theater zu gehen. Also, naja, ich hoffe, ihr kommt auch irgendwann mal wieder in den Genuss. Und ansonsten kommt einfach auf die Kanaren. Und was genau mache ich jetzt hier eigentlich? Was ist Workaway? Erkläre ich euch gerne. Kommt einfach mit. Workaway, Woofen, Urlaub gegen Hand. Was heißt das jetzt eigentlich? Naja, ganz konkret gehe ich darauf am Ende des Videos ein. Aber allgemein gesagt heißt das eigentlich nur, dass man für einen vorher vereinbarten Zeitraum bzw. Anzahl an Stunden pro Woche, sage ich mal, oder für ein Projekt an einen Ort geht, dort arbeitet für eine Unterkunft und in der Regel auch was zu essen. Konkret also beispielsweise in der Regel 20 bis 25 Stunden die Woche, um eine Unterkunft zu haben, sprich ein Bett und Verpflegung tagsüber. Manchmal ist es Frühstück, Mittag, manchmal ist es die komplette Verpflegung, der Kühlschrank ist voll, bedien dich. Das sind dann immer so Verhandlungssachen. Und kommt dann halt auch so ein bisschen auf die Arbeit an, sage ich mal, oder auf den Ort, wo man ist. Worin die Arbeit besteht, ist aber eher Verhandlungssache und kann so ziemlich alles sein, was ihr euch vorstellen könnt. So habe ich also schon im Hausbau geholfen, Gartenpflege oder Früchteernte, Ställe ausmisten oder ganz klassisch im Hostel die Betten machen und Toiletten putzen. Den Möglichkeiten sind da prinzipiell keine Grenzen gesetzt, beziehungsweise setzt ihr eben die Grenzen. Es geht also nicht darum, eine billige Arbeitskraft zu sein oder einem Handwerker irgendwie seinen Job streitig zu machen. Was natürlich auch nicht bedeutet, dass man nicht mal eine Wand hochziehen kann oder eine Steckdose verlegen oder so. Es geht um einen kulturellen Austausch, es geht darum, eine Region kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, neue Fähigkeiten sich anzueignen und dann eben auch, so gut es geht, anzuwenden, um den Host, der einen verpflegt, zu unterstützen. Ich meine, jedem dürfte klar sein, dass man neu erlangte Fähigkeiten nicht direkt 100% effektiv einsetzt und dementsprechend ist man gerade zu Beginn vielleicht auch nicht unbedingt die größte Hilfe, aber eben so gut es geht
Aber andersrum, wer Profis will, muss eben auch dafür bezahlen. Für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass ich selber mein Bestmögliches gebe, um eben ja, die Familie oder den Hof oder was auch immer bestmöglich zu unterstützen und dabei aber auch nicht die Spaß an der Sache oder den Spaß an der Sache zu verlieren und zu vergessen. Es geht um vielleicht ein alternatives Lebensgefühl zu erleben. Das ist für mich eigentlich auch so die Essenz von Workaway, Woofen, wie man es auch mal nennen will. Einfach ein freundliches, bereicherndes Miteinander. Und leider gibt es auch viel zu viele schwarze Schafe, sowohl bei Gastgebern als auch bei Helfern, die sich einfach nur versuchen, entweder an ihren Helfern zu bereichern oder mit so wenig Arbeit wie möglich durchfüttern zu lassen. Aber schwarze Schafe gibt es überall und in dieser Community gibt es viel, viel, viel mehr wirklich tolle Menschen, die ihre Helfer wertschätzen, die ihre Gastgeber wertschätzen, die einfach nur ein schönes Miteinander suchen und ja, dieses Leben als Vagabund einfach auch so positiv und bereichernd erscheinen lassen. Euch gilt mein Dank, das von vieler weiterer Helfer genauso, dass ihr es eben nicht als kostenlose Arbeitskraft seht, die ausgenutzt werden soll, sondern als Bereicherung fürs eigene Leben und vielleicht sogar als Chance für sich selber noch was zu lernen. Und es geht eben um dieses Miteinander. Das ist für mich das Wichtige beim Workaway, Woofen, UGH, dass jeder das Beste von sich gibt. You know? Und um euch ein paar Beispiele zu geben, was könnten das für Arbeit sein? Ich habe hier beispielsweise den Komposthaufen komplett beseitigt und jetzt Zelts etc. aufgebaut, denn hier sollen in Zukunft die zukünftigen Helfer wohnen. Bin ich jetzt persönlich kein Fan von. Das ist genau das, was ich meine mit, wenn ich hier arbeite, möchte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Komfort, wenn ich da auf der anderen Seite 10 freie Betten habe. Aber gut, ich bin jetzt auch nur noch 3 Tage hier und es müssen dann auch die zukünftigen Helfer für sich selber entscheiden, ob das Zelt für sie in Ordnung ist oder ob sie sagen, nö, wenn ich hier 25 Stunden die Woche arbeite, möchte ich auch ein bisschen mehr Komfort. Ist eben auch jedem sich selbst überlassen. Was könnten das noch für Arbeit sein? Zeige ich euch. Bei Woofen, Workaway etc. gibt es am Ende ein paar kleine, aber eben doch feine Unterschiede. So ist Urlaub gegen Hand bzw. UGH kurz gesagt am Ende erstmal nur eine Facebook-Gruppe, auf der sich deutschsprachige Helfer und Hilfesuchende zusammenfinden, miteinander austauschen. Und das macht es eben auch schön unkompliziert. Zum einen ist es kostenlos, denn es ist eine Facebook-Gruppe. Zum anderen sind die Regeln eben selbst gemacht. Das heißt, alles läuft auf Absprache. Ihr findet euch mit eurem Helfer oder eurem Helfersuchenden zusammen und besprecht die Konditionen zwischen euch. Es gibt so was Kommunikation und grundsätzliche Sachen angeht, ein paar Regeln, die man beachten sollte, doch alles relativ easy. Was die Arbeiten angeht, es kann von der Werkarbeit, also sprich aus dem handwerklichen Bereich, Landwirtschaft oder eben auch einfach nur Haustier- und Hofsitting, sage ich mal, gesucht sein. Der einzige Knackpunkt ist eben aus meiner Sicht, dass es wie gesagt deutschsprachige Auswanderer sind. Das heißt, wer eine Fremdsprache lernen will oder verfestigen will, ist bei der Plattform durchaus gut aufgehoben, aber schaut sich vielleicht auch nochmal anderswo um, denn die deutsche Sprache ist am Ende doch immer irgendwie präsent, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem funktionieren kann. Es gibt außerdem ein paar andere Plattformen, die ähnliche Ideen haben. So gibt es zum Beispiel Koje gegen Hand, falls jemand mal die Nase nach Segeln steht.
oder Wohnen gegen Hand, wo es dann hauptsächlich ums House-Sitting geht. Schaut euch bei Facebook um, da gibt es diverse Gruppen, sicherlich auch in anderen Sprachen, also einfach mal ein bisschen recherchieren. Gibt eigentlich von allem irgendwie was und für jeden irgendwie was und in jeder Ecke dieses Landes. Schaut vorbei, meldet euch an und kann nicht viel schief gehen. Beim Woofen sieht es dann schon wieder anders aus. Mal abgesehen davon, dass jedes Land, zumindest in Europa, seine eigene Woofing-Community hat, sprich Woofen Deutschland, Spanien, Frankreich, und man entsprechend den jährlichen Mitgliedsbeitrag eben auch an diese länderspezifische Community abgibt, macht Woofen vor allem die Tatsache aus, dass es eben eine Vereinigung, sage ich mal, von bioökologischen Höfen, von Permakulturhöfen, Selbstversorgerprojekten etc. ist, die tatsächlich wohl auch einmal im Jahr kontrolliert werden sozusagen. Sprich, ob sie tatsächlich ökologisch arbeiten oder Permakultur oder was sie eben angeben zu sein. Das heißt, so eine kleine Qualitätskontrolle ist durchaus gegeben. Wer allerdings, ich sag mal, die Länder öfter mal wechseln möchte, beziehungsweise nicht nur in der Landwirtschaft arbeiten möchte, für den ist Woofen vielleicht nicht ganz die richtige Community. Wenn ihr euch nicht festlegen wollt, in welchem Land ihr euch nächsten Monat aufhalten wollt, dann ist Workaway vielleicht die richtige Option für euch. Denn diese Plattform verbindet Volunteers und Hosts überall auf der Welt für 39 € im Jahr, was dann natürlich ein bisschen kräftiger in die Tasche greift. Doch dafür, wie gesagt, nicht nur international, sondern eben auch umfassender, was die Arbeit angeht. Bei Workaway könnt ihr vom klassischen Au-pair, sprich Kinderbetreuung, Sprachunterricht, bis hin zur Hostelarbeit alles finden, sprich Landwirtschaft, also auf Farmen, Fruitpicking, Häuserbau oder eben das klassische Volontariat im Hostel, wo ihr Betten macht und dafür sorgt, dass es den Gästen gut geht. Und in der Videobeschreibung findet ihr meinen Empfehlungslink für Workaway. Das heißt, falls ihr mal Lust habt, es auszuprobieren, euch anzumelden, nutzt gerne den Link. Dann bekommt ihr einen Monat extra auf euren Jahresbeitrag dazu und ich eben auch. Das heißt, uns ist allen geholfen, keiner zahlt mehr als nötig. Wie immer, lasst einen Kommentar da. Und wenn es noch nicht getan hat, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Beim Woofing sieht es dann schon wieder anders aus. Meine Güte, das ist ein Riesenhascher.